Simetic bietet mit dem X2 ein Aluminiumprofil-Rig mit Detaillösungen, welches von den üblichen Konstruktionen abweicht. In diesem detaillierten Review beleuchten wir alle Details vom Aufbau bis zur Ziellinie. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Simetic hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Das Simetic X2 kann in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter von euch unter die Lupe genommen werden. Buchen und besuchen heißt die Devise. Das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Simetic ist in Portugal angesiedelt und kennt ihr seit längerem, wenn ihr meinem Kanal folgt. Ich habe euch über die Jahre Reviews zum K2, zum K2R und auch Detailreviews zu diesen Rigs hochgeladen. Mit dem X2 bietet Simetic ein Rig auf 120x40 Aluprofilbasis samt optional erhältlichem Zubehör bis hin zur integrierten Monitorhalterung. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, das sind die Preise und das Zubehör. Das Simetic X2 ist Stand heute zum Preis von 765 € exklusive Steuer bei Simetic gelistet. Beim Kaufvorgang entscheidet, ob ihr die Standard- oder Direct Drive Wheelbase Aufnahme ordern wollt. In diesem Review zeige ich euch die Direct Drive Wheelbase Aufnahme, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt auch standalone nachrüsten könnt, wie ich euch dies erst kürzlich beim Simetic K2R gezeigt habe. In Sachen optionalem Zubehör klickt euch durch die Homepage und entnehmt die Einzelpreise. In diesem Review seht ihr das X2 mit Maus Support, Central Monitor Support, Keyboard Support, Shifter Support und Name Stickers. Kapitel Nummer 3, die Vorbereitungen für den Zusammenbau. An dieser Stelle gebe ich eine wichtige Info vorab. Du benötigst keine speziellen Handwerkskenntnisse, um dieses System zusammenzubauen und in Betrieb nehmen zu können. Rechne mit einer Aufbauzeit von gut 2 Stunden, abhängig davon, welche Peripherie du ins Auge gefasst hast. Auf der Simetic Homepage sind sehr anschauliche 3D-animierte Zusammenbauvideos verlinkt. Sämtliches Montagematerial ist beigepackt und fein säuberlich eingetütet. Vor dem Zusammenbau empfehle ich, alle Teile auszupacken, auf Vollständigkeit zu prüfen und am Boden aufzulegen, wie diese dann ungefähr zusammengesetzt werden müssen. Dies verschafft dir einen groben Überblick und du arbeitest dich dann Schritt für Schritt gemäß den Anleitungen bzw. des Anleitungsvideos durch. Kapitel Nummer 4, paar Infos zum Zusammenbau. Die hänge ich am besten live mit rein. Viel Spaß damit. Beim Zusammenbau des Simetic X2 geht es strikt nach der Aufbauanleitung vor. Ihr habt ein super 3D-animiertes Video verlinkt auf der Simetic Homepage. Im Prinzip hier kurz durchgesprochen für euch. Ich habe die zweite Kamera mit, um euch ein paar Detailaufnahmen mitzugeben. Beginnen tut das Ganze wie bei jedem anderen Rig eben mit dem Grundrahmen, dem 120er Profilrahmen. Hier innenseitig ein 80er Profil. Hier vorderseitig auch dieses rot beschichtete 80er Simetic Profil. Die schraubt ihr zusammen und ihr könnt sehen, jetzt verglichen mit üblichen Aluprofil-Rigs setzt hier Simetic auf Durchgangslöcher. Das könnt ihr hier gut erkennen, denke ich, über die Cam. Das heißt, hier werden die Profile verschraubt. Das ist hier der Fall und ist rückseitig unter dieser Abdeckung ebenso der Fall. Viele Dinge bei Simetic sind eben durchgeschraubt. Was bedeutet durchgeschraubt? Es ist eine etwas aufwendigere Bauweise, da du jetzt diese innenseitigen Streben mit Innengewindelöchern versehen musst, um hier eben Schrauben durchzubringen. Entsprechend diese äußeren Profilrigs müssen verbohrt werden. Und was sparst du dir dadurch? Es entfallen diese innenliegenden Winkelbrackets, die ihr üblicherweise von Alu-Profil-Rigs kennt, die hier eingebracht sind. Meistens jede Menge von diesen Dingern und auf diese verzichtet Simetic eben mit dieser etwas aufwendigeren, aber aufgeräumteren Bauweise, so würde ich das sagen. Und es ist klarerweise eine hochmassive Verbindung. Du verschraubst eben dieses Profil direkt mit dem Außenprofil über Durchgangs- und Gewindelöcher. So, das ist Teil Nummer 1. Dann geht es weiter in der Bedienungsanleitung hier mit dem ganzen Aufbau, hier mit der Wheelbase-Aufnahme. Richte dir hier so grobe Positionen ein, die du dann einnimmst. Und zwar einnimmst,
in Sachen Sitz. Du hast jetzt bei der Sitzaufnahme hier diese beiden Querprofile, 40x40er Profile, und da könnt ihr hier, glaube ich, gut erkennen, innenliegend die entsprechenden Nutensteine, über die dann die Sitzleiter oder auch Sitzschienen genannt verschraubt werden. Hier einmal vorderseitig, und wenn ich den Sitz jetzt nach vorne sliden würde, dann würdet ihr hinten dasselbe erkennen können. Das ist das eine. Direkt über den Sitzleiter ist in das Winkelbracket bzw. die Sitzkonsole genannt verschraubt und dann eben mit dem Sitz verbunden. Du hast eine Breite für jegliche Sitze, das heißt auch bei XL-Sitzen kannst du entsprechend weit genug nach außen gehen, um diese Sitze zu befestigen, und auch bei der Position bist du variabel hier über die entsprechenden Brackets. Das sind eigentlich die einzigen Brackets, die hier Simetic, Winkelbrackets, die Simetic hier an den Start bringt zur Befestigung von Querstrebe und Basisrahmen. Ja, so viel zum Sitz. Warum erwähne ich den Sitz? Ich empfehle beim Aufbau immer sofort den Sitz an den Start zu bringen, denn der Sitz bzw. die Sitzposition und gleichzeitig auch die Pedalposition entscheidet dann, wie du deine Peripherie hier ans Rig bringst, um ergonomisch unterwegs sein zu können. Das heißt, sobald der Grundrahmen fertig ist, schnalle dir hier den Sitz drauf und dann die restliche Peripherie bzw. die optionalen Anbauten. Wichtig bei den Pedalen, das möchte ich euch noch mitgeben beim Zusammenbau, ihr habt diverse Positionen bzw. in dem Fall 2 Positionen in der vertikalen. Ich schaue mal, ob ich das für euch hier gut auf die Cam bekomme. Wenn ich hier unten rein filme, dann seht ihr bei der Pedalaufnahme, wartet, ich versuche euch das gut jetzt hier zu zeigen. Ihr habt eine oberseitige Freistellung und hier eine unterseitige Freistellung, und über diese beiden habt ihr sozusagen ein Etagenprinzip von 4 cm ungefähr Abstand der entsprechenden Freistellungen, um jetzt die komplette Pedalposition hier runterzusetzen. Ich bin jetzt in der oberen Position. Verwendest du jetzt diese Position und verschraubst diese, bist du entsprechend hier, was sind das, um die 4 cm tiefer gelegt mit den Pedalen. Das bedeutet jetzt, ich bin in der höheren Position, und das könnt ihr hier ganz gut erkennen mit den Pedalen. Du hast eine Position, die jetzt zu deiner Sitzposition höher gelegte Pedale bedeuten. Das ist eine etwas sportlichere Position, die du hier einnimmst. Gleichzeitig musst du dann gucken, wie es mit dem Abstand zu deinen Füßen und zum Lenkradkranz, im Speziellen wenn du ein großes Wheel verwendest, aussieht. Ansonsten setzt du die tiefere Position, aber dies ist in Kürze bewerkstelligt. Bei den Pedalen sehr einfach, hier gelöst bei der Montage. Das kennt ihr auch von den anderen Simetic K2R Rig Reviews. Habt ihr diese, ja, wie soll ich das sagen, diese Hybridlösung zwischen einem Aluprofil und entsprechenden Brackets mit Durchgangs- bzw. Langlöchern. Das könnt ihr hier gut erkennen, bedeutet für euch, ihr habt auch kein Problem, wenn ihr jetzt Pedale, die ihr nur von unten erreichen könnt, über Innengewinde verschrauben wollt. Dann ist dies absolut kein Problem, dies ans Rig zu bringen. Auch hier empfehle ich bei der Montage immer, schnappe dir diese 2 Querstreben, diese 2 Querbrackets, montiere diese zuerst an deine Pedale und dann schnappst du dir das gesamte Paket, gehst hier an Simetic und verschraubst entsprechend deiner Positionen. Soviel zur Montage der Hauptperipherie. Die optionalen Möglichkeiten, die ihr hier seht, beginnen wir von links in Sitzrichtung. Ich habe auf der linken Seite hier den Maus-Support verschraubt, der hier seitlich über diese Brackets mit dem Grundrahmen verbunden wird. Wartet, ich gucke, ob ich diese seitlich etwas besser auf die Cam bekomme. Das müsstet ihr hier gut erkennen können. Und gleichzeitig verschraubt den Keyboard-Support für die Aufnahme für euer Keyboard. Die verschwinden bei mir hier so auf der linken Seite, und die könnt ihr dann entsprechend auch nach außen sliden, etwas wegsliden bzw. ganz wegsliden oder zu euch drehen. Ich finde, das sieht hier sehr aufgeräumt und ordentlich aus. Dann, was die rechte Seite betrifft, hier haben wir den Shifter-Support montiert. Das war ein optionales Zubehör damals oder jetzt auch für das Simetic K2, das könnt ihr nachrüsten. Diese Sidebar, die habt ihr beim X2 bereits im Lieferumfang enthalten, eure Sidebar, und an die kommt dann der Shifter-Support hier
mit diesem entsprechenden Bracket und dem Winkelprofil, um hier mit den Shiftern an den Start zu gehen. So, dann haben wir den Shifter montiert. Bei der Wheelbase habt ihr so ein Slide-System, direkt quasi ein Wheelbase-Slider direkt auf der Wheelbase-Aufnahme. Auch da entscheidet jetzt entsprechend über den Winkel und über die Position in horizontaler Richtung, wie euch dies am besten zu eurer Sitzposition gefällt. Das sind jetzt die Punkte zu dieser Peripherie, und die nächste Peripherie, die ihr hier montiert seht, beziehungsweise in Sachen Zusammenbau sehr einfach gelöst, über ein rechts- und linksseitiges Bracket hier, wiederum mit dem Basisrahmen verbunden, seht ihr hier den Single Monitor Support, den integrierten, der wiederum hier mit einem Bracket und mit Profilrohren verbunden ist. Diese zwei Querstreben bieten dann die Aufnahme für euren Monitor bzw. die Weserhalterung für euren Monitor. Auch das ist hier sehr einfach gelöst. Hier empfehle ich, lasst deinen Monitor einmal in der Verpackung liegen, schnapp dir diese zwei Profile, bringe diese zwei Profile hier mit den Durchgangsschrauben hier zu deinem Monitor, verbinde diese beiden Komponenten und erst im Anschluss, vielleicht hilft dir dann jemand, hebt diesen Monitor hier zu deinem Rig und über diese beiden Schrauben werden dann die Profile entsprechend verbunden und du hast deinen Monitor integriert. Du hast hier diverse Lochbilder und auch Langlöcher hier vorderseitig, da filmen wir auch eben mal kurz rein. Ich hoffe, ich habe hier etwas wenig Licht. Hier habt ihr Langlöcher, über die ihr dann die Höhe verstellen könnt. Sehr einfach wiederum gelöst. Ihr öffnet diese beiden Schrauben, slidet dann entsprechend mit der ganzen Monitoraufnahme nach oben und nach unten und stellt eine optimale Position in Sache Höhe, Sitzposition, Wheelbase-Aufnahme her. So viel zum Zusammenbau und den groben Einstellungsmöglichkeiten. Ich denke, wir haben jetzt alles durchbesprochen und setzen mit dem nächsten Kapitel fort. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das sind die technischen Details. Der Grundrahmen des Simetic X2 benötigt mindestens 1200 mm in der Länge. Bei mir mit überstehender Pedalaufnahme wächst die Gesamtlänge auf um die 1350 mm. Mit meinen seitlichen Anbauten bin ich bei etwa 900 mm Breite gelandet. Ohne seitliche Anbauteile beträgt die Breite ungefähr 550 mm. Die Höhe inklusive Monitorhalterung beträgt, vom Boden gemessen, Oberkante um die 1200 mm. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, Kompatibilität, Wheelbase, Pedale, Sitz und Monitor. In Sachen Kompatibilität entscheide dich zuerst für deine Wheelbase-Aufnahme. Mit der Standard-Wheelbase-Aufnahme hast du die meisten Optionen, da du in Sache Breite auch Wheelbases mit integrierten Brackets wie kürzlich die PXN V10 oder eine EasyTech Forte samt integrierten Bracket für die Buttons unterbringen kannst. Montierst du Direct Drive Wheelbases ohne jegliche Brackets, dann ist die in diesem Video gezeigte Aufnahme deine erste Wahl. Bei den Pedalen gibt es keine Einschränkungen und insofern du Pedale nutzt, die Innengewinde aufweisen, ist dies auch kein Problem, da Simetic auf Brackets mit Durchgangslöchern setzt. Kapitel Nummer 7, Materialauswahl und die Verarbeitung. Die Ware war perfekt verpackt und wurde entfettet und ohne Spänereste ins Haus geliefert. Alle Bauteile wurden sauber und passgenau verarbeitet. Alle Lochbilder und Zuschnitte passten exakt zueinander. Die Beschichtung, Eloxierung wurde fehlerfrei aufgetragen. Zusammengefasst handelt es sich um eine massive Konstruktion aus Aluminiumprofilen und Metallplatten, die ohne den Einsatz von Kunststoff daherkommt. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Simetic bietet mit dem X2 ein kompaktes Rig, das mittels Durchgangslöcher nahezu sämtliche Alu-Profilwinkel obsolet macht. Die Verschraubung über die Bohrungen und Flanschplatten bringen einen aufgeräumteren Look mit, welcher den DIY-Auftritt von sämtlichen Aluminiumprofillösungen mit Winkelbrackets in den Hintergrund rücken. Der durchgehend schwarz gehaltene Auftritt wirkt sportlich, die rückseitige Blende bringt etwas Farbe ins Spiel, genauso wie die Simetic-Querstrebe in Rot. Seitlich betrachtet springen viele silberfarbige Schrauben ins Auge, die einen Kontrast zum schwarzen Rig aufweisen. Mittels Namestickers kann das Rig personalisiert werden und auch die Plakette mit Seriennummer bietet ein gewisses Maß an Exklusivität. Kapitel Nummer 9, die Einstellungsmöglichkeiten.
Sehen wir uns diese Sache am besten live und direkt am Rig an. In Sachen Ergonomie, wie beim Zusammenbau erklärt, baut den Grundrahmen zusammen und alsbald, so bald wie möglich, euren Sitz mit dem Rig verbinden und die Pedale montieren. Und genau diese Sitzposition, diese ergonomische Position entscheidet dann, wie du deine andere Peripherie an den Start bringen möchtest. Das ist so ein Tipp von mir. Ihr seht jetzt an diesem Beispiel, ich bin bei den Pedalen, wie gezeigt, in der höheren Position. Ich habe die Pedale höher gelegt. Das gibt dir so ein ergonomisches Gefühl, in einem Rennwagen sehr tief zu sitzen, gleichzeitig die Pedale fast auf Hinternhöhe zu haben und gibt dir so ein sportlicheres GT-Formula-Positionsgefühl, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Willst du es etwas komfortabler, dann gehe ergonomisch gesehen auf die tiefere Position deiner Pedale und schaffst dann noch etwas mehr Platz zwischen deinem Lenkrad und deinen Beinen, deinen Füßen. Aber auch in dieser höheren Position, ergonomisch gesehen, das könnt ihr hier relativ gut sehen, wenn ihr unten reinblickt, hat die Simetic gut gelöst. Du kollidierst jetzt hier nicht mit deinen Füßen, auch nicht mit größeren Pedalsets, mit dieser kompletten Aufnahme. In Sachen Ergonomie, wie immer von mir, ein sehr wichtiger Tipp für euch. Ich empfehle unbedingt Sitzleiter, Sitzkonsolen, Sitzbrackets zu verbauen, damit ihr hier beim Ausstieg sehr komfortabel unterwegs sein könnt. Ich zeige euch dies. Hier kommt ihr wunderbar fein aus dem Rig raus, ohne euch hier irgendwo zu stoßen und gleichzeitig auch wieder ins Rig rein. Bedenkt in Sachen ergonomischer Position, Simetic wählt so eine Sitzposition, die nachgeahmt von einem echten GT-Fahrzeug ist. Simetic hat hier Aufnahmen gemacht, sich dies alles rausgemessen, wie weit sitzt man quasi über dem Boden und verzichtet bewusst über eine Höherlegung des Rigs, um dies hier irgendwie realitätsnah nachahmen zu können. So, das ist einer Punkt. Der andere Nachteil ist, wenn du jetzt eventuell Rücken-Kreuzbeschwerden hast, hier mit den Füßen heißt es, tief einzusteigen, tief rauszuklettern aus dem Rig. Da könnte man mit optionalen Standfüßen Abhilfe schaffen. Ich habe Simetic diesbezüglich schon kontaktiert. Mal sehen, was Simetic hier an den Start bringt oder eben nicht. Zur ergonomischen Sitzposition jetzt zurück. Sitzleiter, wie erwähnt, nach vorne geslidet. Und ihr seht jetzt an meiner Sitzposition beim Durchtreten der Pedale nicht ganz gestreckt. Hier um ordentlich Kraft ergonomisch an euer Pedalset zu bringen. Den Armwinkel, den haben wir hier jetzt bei um die 110, 120 Grad, so in diesem Bereich, etwas komfortablere Sitzposition. Und ihr seht, mit so einem eher größeren GT-Lenkrad D-Shape wäre womöglich eine Pedalposition, die jetzt in der unteren Schiene läuft, die vermutlich bessere, um noch etwas mehr Platz zwischen deinem Lenkrad und deinen Füßen zu schaffen. Das ist der eine Punkt, auch das werde ich dann simulieren und nochmal umstellen für den Rennstreckentest. Jetzt zur Shifter-Position. Ihr könnt über dieses Shifter-Bracket hier eben euren Shifter sliden. Ihr habt hier sämtliche Einstellungsmöglichkeiten nach oben, nach unten. Ihr könnt auch über dieses Shifter-Bracket hier seitlich ans Rig gehen, die Montagelöcher nutzen, um hier seitlich zu shiften. Auch dies ist möglich. Ich bevorzuge immer so eine Shifter-Position, die in Achse von eurem Lenkrad und in Höhe vom Lenkrad ist, um diesen sehr schnell hier vom Lenkrad sofort erreichen und shiften zu können. Das ist meine bevorzugte Position. Das nächste in Sachen Ergonomie, Anstellwinkel von Wheelbase und somit Lenkrad zu euch. Ich wähle hier immer so einen Winkel zwischen 10 und 15 Grad. Jetzt eher eine gemütlichere Position eingestellt. Je aggressiver du in Sachen Sitzposition unterwegs bist, desto mehr zeigt deine Lenkradachse in Richtung Kinn. Und im Rallye-Sport, wo du sehr schnelle Korrekturen und viel Kraft über die Schulter an deine Wheelbase bringen willst, rückst du mit dem Lenkrad noch etwas näher und bist hier bei einem Winkel von um die 90 Grad bei einem Armwinkel. Je komfortabler, je weiter weg, etwas tiefer gesetzt, etwas entspannter deine Sitzposition. Weiter weg bedeutet nochmal, die Kraft verlagert sich mehr auf deine Arme, hier um etwas komfortabler unterwegs sein zu können. Je näher du unterwegs bist, desto mehr verlagert sich deine Kraft in Richtung Arme plus Schultergürtel. Das sind so die physikalischen Zusammenhänge. Ergonomisch eben auch anpassbar
eure Mausablage, der Maussupport und Keyboard-Support bei mir hier auf der linken Seite versteckt und auch hier in der Höhe verstellbar. Beim Monitor-Support, das zeige ich euch auch, um hier jetzt nochmal etwas knapper an die Wheelbase zu kommen, sehr komfortabel gelöst, über die beiden rückseitigen Stellschrauben hier nach oben gesetzt, um einfach montieren zu können. Und jetzt hier nochmal kurz live gezeigt, zurückgeslidet, hier ausgestiegen aus dem Rig und jetzt setzen wir den Monitor hier etwas tiefer, das machen wir alles live, werkzeugfrei, es ist ein sehr angenehmes System. Den Monitor schnappen, hier unterseitig über die beiden Schrauben hier dieses System lösen und dann slidet euer Monitor schon relativ gemütlich in eine tiefere Position. Hier nochmal angezogen und die Sache ist in Sekunden erledigt. Jetzt haben wir den Monitor etwas tiefer über die Wheelbase gesetzt. Ihr habt innenseitig jetzt hier noch Löcher zur Wahl, die ihr eben wählen könnt. Und hier rückseitig, das heißt, gehst du hier mit diesem Lochbild etwas weiter nach unten, dann kannst du mit dem Langloch wieder weiter nach unten sliden und nochmal eine tiefere Monitorposition wählen. Auch das ist ergonomisch in meinen Augen gut gelöst. In Sachen Ergonomie und Pedalwinkel hier für euch ganz wichtig, wenn ihr jetzt Pedale habt, die out of box hier so einen Winkel von um die 120, 130 Grad von der Fußauflage zu den Pedalplatten bringen, dann solltest du ergonomisch mit einem Winkel zum Boden von um die 90 bis 100 Grad in etwa unterwegs sein. Das ist die ergonomische Position, so wie auch in den echten Rennwegen, um die Pedale ordentlich treten zu können. Das heißt, du kommst hier mit um die 20 Grad eben dem ganzen Pedalkonstrukt entgegen, um jetzt die ungefähr 90 bis 100 Grad zum Boden gewährleisten zu können. Hier rechts, linksseitig eine Schraube gut markiert, verstellbar, ein sehr einfaches Prinzip von Simetic. Das war es jetzt in Sachen Ergonomie. In meinen Augen haben wir hier nichts vergessen. Stellt euch dies ein, ihr habt unterschiedliche Präferenzen, probiert durch, einfache Verstellbarkeit, wenig Schrauberei hier bei Simetic X2 und in Kürze seid ihr ready to go. Kapitel Nummer 10, der Rennstreckentest. Lasst uns alles live auf der Strecke besprechen. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa, mit entsprechenden Mods, mit einem alten BMW E30, Vintage sozusagen, klassisch hier mit Kupplung, Haarschaltung. Um hier sämtliche Peripherie jetzt für euch durchzugehen. Die Simagic Alpha Mini Wheelbase ist hier montiert mit einem Simagic Adapter und einem sozusagen nackten Lenkerkranz hier von Fanatec GT 32 cm Alcantara D-Shape Design. In Sachen Pedale Fanatec Elite V2 für diesen Test. In Sachen Monitorlösung ein Samsung 32:9 Curved 144 Hertz Monitor. Das sind jetzt die wichtigsten Dinge. Hier ein einfacher OMP-Sitz am Start, entsprechend mit Sitzleitern ausgestattet. Und der Shifter, der Vollständigkeit halber, ein günstiger Entry-Level-Shifter, den ich auch bereits für euch reviewed habe. SHH-Shifter, den ihr komplett rund um die 100 Euro bekommt. Aber jetzt zurück zum Simetic X2. Was gilt hier zu sagen? Nicht viel Spannendes, wenn ihr die Kapitel Zusammenbau, Kompatibilität mitverfolgt habt und Ergonomie. Ihr habt ein ergonomisches Sitzgefühl. Ich habe jetzt hier für den Rennstreckentest, wie vorher erwähnt, die Pedalposition in die untere Etage gesetzt, um etwas mehr Platz zwischen meinem Lenkrad und meinen Beinen zu schaffen, um hier beispielsweise näher ransliden zu können, ohne jetzt gleich hier mit meinen Beinen und dem Lenkrad zu kollidieren. Ich slide wieder etwas zurück, eine entspanntere Sitzposition. Das heißt, in Sachen Ergonomie werdet ihr keine Abstriche machen müssen. Im Speziellen dann, wenn ein Sitzleiter eingesetzt wird. Er spart euch viel Schrauberei. Ja, in Sachen Monitorposition auch wie gezeigt, sehr einfach verstellbar in Sachen Höhe zu eurer Wheelbase, näher, höher rauf, wie ihr dies eben wollt. Ergonomisch gut erreichbar auch hier der Maussupport und entsprechend die Tastaturablage. Auch das ist gut gelöst. Und ein Kernelement, das jetzt Simetic in meinen Augen gut überarbeitet hat, ist diese neue Direct Drive Wheelbase Aufnahme.
die jetzt weniger Platz für deine Wheelbase bringt, aber üblicherweise wird dies mit Direct Drive kein großes Problem sein. Ein wichtiger Aspekt ist so eine Sonderlösung wie hier bei SIMAGIC. Wenn du jetzt deine Anschlüsse für USB-Kabel und Stromanschluss seitlich der Wheelbase hast, dann wird es hier etwas eng. Du kannst die sehen, gerade beim Anstecken hast du etwas einen engeren Platzbedarf, aber auch dies war jetzt in Ordnung, ohne die Kabel großartig zu knicken oder zu stark zu knicken, dass es hier Probleme in der Signalübertragung geben würde. Hier müsstest du zur Not, wenn jetzt so eine Wheelbase noch breiter wäre und ebenso seitliche Anschlüsse aufweist, mit dieser Wheelbase-Aufnahme gewinkelte Stecker verwenden, um hier gut ranzukommen. Alternativ, wenn du jetzt mit Lenkrädern, die integrierte Brackets haben, so wie kürzlich das PXN V10 getestet, oder wenn du hier das Forte oder Invicta Paket von Asetec direkt auf diesem Adapter Bracket verwenden willst, wo du dann die Buttons seitlich integrieren möchtest, dann empfiehlt sich eben dieses andere Standard Wheelbase Bracket von SIMATIC, um hier seitlich genügend Platz zu schaffen. Das sind jetzt so die wichtigsten Punkte in Sachen Rennstreckentest. Kann ich euch nichts Spannendes rückmelden, denn dieses SIMATIC X2 ist ein super stabiles Rig. Du wirst keine Probleme hier bei der kompletten Wheelbase-Aufnahme haben. Das kannst du jetzt auch schon bei diesen Aufnahmen sehen. Und auch wenn ich jetzt hier am Lenkrad rüttle, dieses Auf und Ab bewege, lenke, auch mit höheren Lenkradkräften, wirst du keine Probleme haben mit hier einem großartigen Flex, der dich dann irgendwie irritiert. Das heißt, du hast ein sehr stabiles Rig mit dem SIMATIC X2, das auch für Wheelbases der höheren Kraftdimensionen, ich habe auch getestet Fanatec Podium DD1 mit 20 Newtonmeter, absolut kein Problem darstellt. Das sind jetzt die wichtigsten Punkte. Gleiches gilt für die Pedalaufnahme, die SIMATIC mit diesem Hybrid-Konzept in meinen Augen sehr gut an den Start bringt. Das gibt dir eine hohe Bandbreite an Flexibilität, an Montagemöglichkeiten und gleichzeitig eine hohe Stabilität, die ans Rig kommt und du auch Load-Cell-Pedale bis 200 Kilo Load-Cell Hydraulik-Pedallösungen hier am SIMATIC X2 ohne Abstriche in Sachen Labilität einsetzen kannst. Das sind jetzt die wichtigsten Punkte hier zum Rennstreckentest. Ein optischer Aspekt, klarerweise immer ein subjektiver Aspekt, den haben wir in einem eigenen Kapitel behandelt. Aber auch hier macht SIMATIC einen sauberen, aufgeräumten Eindruck, wenn ihr dann live hier im Cockpit sitzt. Buchen und besuchen heißt die Devise, guckt euch dieses Rig bei mir im Testcenter an. Das wird jetzt über mehrere Monate hier am Start sein, damit ihr euch einen eigenen Überblick verschaffen könnt. Und wie immer gilt, die eigenen Erfahrungen sind die besten Erfahrungen. Da könnt ihr viele Ron-Reviewed-Videos gucken. Aber der Selbsttest, der steht über allem in meinen Augen. Ja, soviel zum SIMATIC X2 Rennstreckentest. Ein Rig, das mir persönlich sehr gut gefällt, mit geschickten, guten Detaillösungen sich abhebt. Und ich würde sagen, ich drehe diese Runde fertig und melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück von der Rennstrecke kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale und positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negativ. Erster negativer Punkt ist ein optischer Aspekt und somit subjektiv einzuordnen. Seitlich betrachtet stören mich viele Schrauben, die durch den Kontrast zum schwarzen Rig optisch gesehen unschön aussehen. Ich würde mir
sämtliches Schraubenmaterial in schwarz wünschen. Zweiter Negativaspekt ist die begrenzte Breite mit der Direct Drive Wheelbase Lösung. Diese wird für den Standalone-Einsatz sämtlicher Wheelbases breit genug sein, sobald aber Lösungen mit Adapter-Brackets montiert werden, müsst ihr euch eigene Adaptierungen einfallen lassen oder die Standard-Wheelbase-Aufnahme ordern. Und letzter Negativaspekt ist eine sehr tiefe Einstiegs- und Ausstiegsposition. Simetic bietet ein tolles Sitzgefühl, welches knapp über dem Boden die Realität im GT-Rennsport nachahmt. Aber Kunden in meinem Testcenter, gerade mit Knie- oder Rückenbeschwerden oder ältere Kunden, würden sich über eine höhere Position des Rigs in den eigenen vier Wänden freuen. Hier würde ich mir optionale und höhenverstellbare Füße mit einem größeren Verstellbereich wünschen, die man dann bei Bedarf unter das Rig schraubt. Kapitel Nummer 12: Neutrale Aspekte. Die Stabilität der Shifteraufnahme beurteile ich in dieser Preisklasse als durchschnittlich. Hochstabil kann dies in dieser Ausführung nicht gelingen, aber ich beurteile diese auch nicht als sehr labil. Darum an dieser Stelle eine neutrale Beurteilung. Gerade noch neutral beurteile ich den derzeit ausgerufenen Preis fürs Gebotene. Der ausgegraute Preis von 8,50 exklusive Steuer wäre in meinen Augen zu hoch angesetzt. Und letzter neutraler Aspekt ist das fehlende Kabelmanagement. Dies lässt sich zwar mit Kabelbindern oder anderen Lösungen bewerkstelligen, aber ich würde optionale Kabelclips, wie bei mir von einem Mitbewerber eingesetzt, gerne in der Grundausstattung sehen. Kapitel Nummer 13: Die positiven Aspekte. Verarbeitung und Materialauswahl sind auf einem sehr hohen Level. Dies beginnt bei der Lieferung in einer perfekt aufgeräumten und geschützten Verpackung, die vorbildlich entfettet und spänefrei zu euch ins Haus gelangt. Montagematerial ist ausreichend vorhanden, alles ist sauber, entsprechend der Aufbauschritte sortiert und beschriftet. Simetic ist diesbezüglich der Benchmark aller meiner getesteten Rigs über die Jahre. Kein Unternehmen kommt in Sachen Verpackungstechnik und Aufbauanleitung über 3D-animierte Videos an Simetic ran. Liebe Mitbewerber, bitte guckt euch hierbei alles von Simetic ab. So muss Nutzerfreundlichkeit beginnend vom Auspacken bis hin zum Aufbau aussehen. Die Flexibilität und Ergonomie sind Vorteile, die ein Aluprofil-Rig mitbringt. Diverse optionale Anbauten lassen sich einfach ans Rig bringen. Flanschplatten und die weitere Peripherie wurden großzügig dimensioniert und bringen das auf die Strecke, was man sich von dieser massiven Bauweise auch erwarten kann. Dies resultiert in einem nahezu verwindungsfreien Rennstreckenerlebnis. Kaum Flex bei Pedalaufnahme und der Direct Drive Wheelbase Aufnahme sind die positive Folge. Der integrierte Monitor-Support ist ergonomisch gut positioniert und sehr einfach und werkzeugfrei in der Höhe verstellbar. Die Montage des Monitors gelingt über die Streben sehr einfach und ohne jegliche Frickelei. Grundsätzlich sind die Detaillösungen bei Simetic gut durchdacht. Und letzter positiver Aspekt betrifft die Ausführung der Aluminiumprofile mit Durchgangslöcher für die Verschraubung. Zahlreiche und in meinen Augen unschöne Winkelbrackets entfallen und bringen einen schöneren Look weg vom gängigen DIY-Alu-Look an den Start. Kapitel Nummer 14: Das Fazit und die Kaufempfehlung. Simetic bringt mit dem X2 einige Detaillösungen an den Start, die sich von den gängigen Aluminium-Profil-Rig-Lösungen abheben. Durchgangslöcher in den Profilen vermeiden den Einsatz zahlreicher Aluminium-Winkelbrackets und bringen ein hohes Maß an Stabilität, Nutzerfreundlichkeit und einen aufgeräumten Look an den Start. Im Rennstreckentest bietet Simetic mit dem X2 genau das, was der stabile Auftritt vermuten lässt. Ein spielfreier Betrieb der Wheelbase-Aufnahme, ein hohes Maß an Einstellungsmöglichkeiten und keine Kompromisse in Sachen Ergonomie sind die Folge. Gleiches gilt für die Pedalaufnahme. Besprecht die optischen Aspekte wie immer vor dem Kauf mit potenziellen Mitbewohnerinnen bzw. eure Mitbewohner. Guckt euch gemeinsam dieses Video an und sprecht vor dem Kauf darüber, ob euch der Look des X2 im Wohnraum gefallen würde. Detaillösungen und Nutzerfreundlichkeit haben seinen Preis. Simetic spricht mit dem X2 eine zahlungskräftige Zielgruppe an. Bitte bedenkt, dass die Preise auf der Simetic Homepage ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen sind und mit etwaigem Zubehör schnell die 1000-Euro-Marke überschritten wird. Alternativ bietet Simetic gute und günstigere Lösungen an, die ich bereits für euch reviewed habe. Vor dem Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom Simetic X2 haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like
oder ein Abo dalässt. Kapitel Nummer 15, der Ausblick. Weiter geht's mit einem Review, in welchem wir die Vor- und Nachteile von Triple Monitor Setups und 32:9 Lösungen gegenüberstellen. Andere Projekte sind bereits in Planung. Am Simetic X2 wird in den nächsten Wochen mein Simrig SR2 Motion System montiert. Auch hierzu wird es ein Video geben. Vielen Dank mal wieder fürs Dabeisein und ich freue mich aufs nächste Review mit euch. Liebe Grüße von eurem Ron. Rig rein. Bedenkt in Sachen ergonomischer Position, Simetic